Seit der Aufklärung haben uns die westlichen Philosophen von einer Natur gesprochen, die großartig und universell, aber auch passiv und mechanisch ist. Natur lieferte die Kulisse und war Quelle für die moralische Intentionalität des Menschen, der sie zugleich zu zähmen und zu beherrschen wusste. Man überließ es den Fabulierern, den nicht-westlichen, den nicht der Zivilisation verbundenen Geschichtenerzählern, uns an das muntere Tun aller Lebewesen zu erinnern, ob sie nun Menschen waren oder nicht. Es ist nun an der Zeit, neue Mittel zu finden, mit denen sich auch jenseits zivilisatorischer Grundprinzipien wahre Geschichten erzählen lassen. Wenn man auf die Trennung von Mensch und Natur verzichtet, können alle Kreaturen wieder am Leben teilhaben. Sobald derartige Geschichten nicht in nächtlichem Flüstern erzählt werden müssen, erhalten sie die Chance, als ebenso wahr wie märchenhaft zu erscheinen. Wie sonst sollten wir erklären können, dass trotz des Unheils, das wir angerichtet haben, überhaupt noch etwas am Leben ist? It's a great pleasure to be here, and it's a wonderful group of folks and an exquisite room, it must be said, although it is a little monospecific, although only on the most initial sort of appearance, since every one of us is a congery of many species running into the millions of entities, which are indeed conditions of our very being. So the monospecificity is one of the many illusions and wounds to our narcissism, about which I will have a great deal to say in the course of this lecture. This word is now very famous, the word of holobionts. We are all holobionts. I mean, now no one will say, I'm a body, I have a body. You will say, I have my body, so many cells, plus all of my microbes, and we evolve together happily. Which is very funny, actually. We now are very pleased to be multitude. We are multitude. Not in the Deleuzian sense. No, we are multitude in terms of microbes. Der Begriff Holobiont bedeutet eigentlich, also er kommt von dem griechischen Wort holos, was ganz heißt, und bios, Leben. Und dieser Begriff wurde von Lynn Margulis erfunden. Lynn Margulis ist eine US-amerikanische Evolutionsbiologin gewesen. Und dieser Begriff soll aus ihrer Sicht quasi das gesamte Lebewesen bezeichnen. Gesamtes Lebewesen heißt für sie im Endeffekt ein Lebewesen mit allen Symbionten zusammen. Also ihr ging es auch darum, es ist quasi auch ein Begriff, der so gegen so ein strenges Klassifikationssystem läuft, indem man so Mensch oder quasi ein bestimmtes Tier, eine bestimmte Spezies hat. Und Lynn Margulis' Forschung hat ergeben, dass im Endeffekt alle höheren Lebewesen, wie sie genannt werden, also zum Beispiel Säugetiere, Vögel, Fische und so weiter, alle in Symbiose mit Bakterien leben oder Algen oder gewissen Pilzen. Und dass das Klassifikationssystem das eigentlich gar nicht richtig abbilden kann, und deswegen war ihr wichtig, einen Begriff zu bekommen, der genau die Gesamtheit, also das lebensfähige Wesen beschreibt. Also das Wesen, das lebt, wie zum Beispiel der Mensch mit den Darmbakterien. Hätten wir die nicht, könnten wir nicht leben oder würden wir nicht überleben. Und das ist quasi der Begriff Holobiont. The unit of life, that is the minimal system that shows 100% of the properties of life, is a bacterial cell, and you can't study it because it's one by itself. You have to have a large number of them before you can see them or test their behavior. So that I would say that the biggest difference between their sense, the neo-Darwinist hegemony that has run all the money for evolution,
and the things that we are saying is that the individual is exactly not that. The individual is complex and composite. The individual, all the individuals you can see with your unaided eye, all of them, without exception, are basically walking communities. They're groups. They're very integrated, some more integrated than others, but really integrated. And so the whole concept of individual is Platonic. It's left over from Plato's ideas. Lynn Margulis wendet sich quasi mit der Erfindung des Begriffs Holobiont gegen die Verwendung des Begriffs Individuum in der Biologie, aber eher so wie der Begriff da zu ihrer Zeit verwendet worden ist, also so in den 60er, 70er, 80er Jahren in den USA, vor allen Dingen auch in der Evolutionsbiologie. Und da ist eines ihrer großen Feindbilder, ist jetzt so ein bisschen zu viel gesagt, aber sie arbeitet sich da sehr stark ab, ist Richard Dawkins, der dieses Buch geschrieben hat, Das egoistische Gen. Das heißt schon, dass da zu der Zeit sehr, sehr viel Bedeutung in das Gen gelegt worden ist, also die genetische Information. Das war so eine Zeit, in der man das menschliche Genom noch nicht komplett entschlüsselt hatte, man war da dran und man dachte die ganze Zeit so, okay, wenn wir das entschlüsselt haben, das ist das Buch des Lebens, da werden wir quasi alles, was quasi den Mensch ausmacht oder das Individuum auch ausmacht, werden wir da rauslesen können. We might think of chromosomes and genes from mother and father in the fertilized egg as forming a design or pattern of human heredity, a pattern that influences and shapes our development right from the start. As the egg divides to form new cells, the chromosomes and genes divide too. Every new cell receives a faithful copy of the original hereditary pattern contributed by mother and father. The pattern means that from these first dividing cells will come cells for skin, muscle, bone, nerves, and other special cells. Each of these millions of cells is influenced by this same combination of genes. As the cells grow and develop, they will form a body. There will be limbs, feet with toes, hands with fingers, head with nose, mouth, ears, and eyes. In short, a human baby. Margulis hat immer die These vertreten, dass sie sagt, ja, Gene haben einen Einfluss, aber ein Gen ist nichts ohne quasi die komplette Einbindung in der Zelle und eben auch nichts, wenn der Organismus keine Symbionten hat, also wenn er kein Holobiont ist. Und da ging es quasi um so eine Forschung von dem Individuum, das Individuum natürlich auch in so einem darwinischen Sinne der Evolution, so das hat quasi eine genetische Information und ist quasi klar abgrenzbar. Und für Margulis ist Evolution viel messier, also viel unruhiger. So, es schließen nicht Dinge zusammen, es leben viele Organismen auf einem Punkt. Man kann gar nicht so, manchmal die Effekte und so sind schwer irgendwie einzuschätzen und es ist als Organismus ist der Holobiont oder sind wir auch als Menschen auf mikrobiologischer Ebene natürlich ständig im Austausch. Wir haben da quasi eine große Flexibilität, die natürlich quasi, wenn man von dem Individuum und von dem Gen ausgeht, natürlich gar nicht so gegeben ist. Also das ist relativ steif und man hat quasi ein Individuum und Individuum kommt ja auch von dem lateinischen Wort so das Unteilbare und das ist natürlich genau entgegengesetzt zum Holobiont. Also der Holobiont ist quasi das Zusammengesetzte, das Zusammenlebende, die Symbiose, das, was ständig im Austausch mit der Umwelt ist. Dieser Begriff wird dann eigentlich sehr schleppend so über die 90er, immer mal wieder wird er in der Biologie mal aufgenommen, aber er findet eigentlich keine breite Verwendung. Bis zu den großen Massenkorallensterben Ende der 90er, wo es halt der erste Mass Extinction von Korallen weltweit gab, weil das El Niño-Event so heftig war durch den Klimawandel, durch die Klimakrise, dass die Forschenden, die sich mit Korallen beschäftigt haben, gesehen haben, wie ihr Forschungsgegenstand stirbt.
El Niño globally changes precipitation and temperature patterns, often with destructive results. Visualizing how 3 key data sets differ from normal conditions reveals the magnitude of the 1997-98 event and gives new insights into how the ocean and atmosphere couple to produce El Niño. First, we look at sea surface height. The gray sheet rises and dips as much as 30 centimeters from normal. Next, we map sea surface temperature. Red is 5 degrees Celsius above normal, and blue 5 degrees below normal. Finally, black arrows are added to mark sea surface winds. A weakening of the trade winds in the far western Pacific fuels an eastward moving wave. Sea level is raised as the windswept wave progresses. The wave's arrival at the South American coast reduces the normal upwelling of cold water and warms the surface by as much as 5 degrees Celsius. Intense atmospheric convection associated with equatorial ocean warming causes local winds to converge, abating the trade wind's strength and extending the warm pool of water into the eastern Pacific. In diesem Moment taucht dieser Begriff Holobiont auf. Der ist so wichtig, weil Korallen in Symbiose mit Algen leben. Das heißt, die nehmen diese Algen auf, die Algen machen Photosynthese, die Koralle profitiert quasi von den Photosyntheseprodukten, also Traubenzucker etc. Und wenn das Wasser zu warm wird, dann produzieren die Algen einen Stoff, den die Koralle nicht mag oder der giftig ist. Oder zumindest stoßen die Korallen dann die Alge aus. Und was dazu führt, dass sie auf eine gewisse Art und Weise verhungern. Und dieser Effekt, also dass man quasi, man hat nicht das Sterben einer Spezies beobachtet, sondern man hat das Sterben eines Holobionten beobachtet. Also einer Einheit, die auseinanderbricht eigentlich durch den Klimawandel. Und eigentlich durch das Versagen dieser Symbiose, durch dieses Auseinanderbrechen dieses Organismus, findet der Begriff riesigen Anklang eigentlich in der Meeresbiologie, die sich mit diesen Themen befasst. Und es ist ganz interessant, ich habe da so viele wissenschaftliche Publikationen dazu auch gelesen und man hat manchmal so das Gefühl, und ich hatte manchmal beim Lesen das Gefühl, dass Holobiont auch wie so eine Art Beschwörungsformel ist, quasi so, dass quasi die Koralle und die Alge so zusammenhält irgendwie so. Also dass man einen Begriff hat, mit dem man dann auch in so eine Form von, sage ich mal, Umwelt und Umwelteinflüsse setzen kann. Bei Darwin gibt es quasi so Einheiten der Evolution, also quasi auf welchen Verbund wirkt Evolution oder Umwelteinflüsse. Und das ist natürlich dann der Korallenalgen-Holobiont, der sich quasi behaupten muss dagegen.